Vor 30 Tagen bekam eine KI eine simple Aufgabe: baue ein Aktienportfolio. Keine Emotionen, keine Panik wegen Schlagzeilen, nur Daten, Muster und Wahrscheinlichkeiten. Gleichzeitig stellte sich ein echter Mensch derselben Herausforderung: gleiches Kapital, gleicher Markt, gleicher Zeitraum. Und jetzt gibt es einen Gewinner. Aber das Ergebnis zeigt nicht nur, wer mehr Geld verdient hat. Es zeigt, wie unterschiedlich Menschen und Maschinen überhaupt Entscheidungen treffen. Willkommen bei Capital Mind AI. Ich bin Christian Raus. Das Setup klingt fast zu einfach. 2 Portfolios, jeweils 100.000 € virtuelles Kapital. Beide starten am selben Tag. Das KI-Portfolio wird ausschließlich anhand von Daten aufgebaut. Markttrends, Volatilität, Earnings, Momentum, Makroökonomie. Alles fließt in die Entscheidungen ein. Kein Bauchgefühl, keine Lieblingsaktien, keine Angst vor Verlusten. Das menschliche Portfolio funktioniert komplett anders. Nachrichten beeinflussen Entscheidungen. Emotionen spielen eine Rolle. Vielleicht kauft man eine Aktie, weil man die Marke kennt. Vielleicht verkauft man zu früh aus Nervosität. Genau darin liegt der Kern dieses Experiments. Nicht nur Rendite zu messen, sondern menschliches Verhalten gegen maschinelle Logik zu testen. Die KI beginnt sofort mit Diversifikation. Kein All-in auf Hype-Aktien, kein übertriebenes Risiko. Stattdessen verteilt sie Kapital über mehrere Sektoren: Technologie, Energie, Gesundheitswesen, Infrastruktur und sogar defensive Dividendenwerte. Interessant ist dabei, wie unemotional die Auswahl wirkt. Während viele Anleger 2026 fast ausschließlich über KI-Aktien sprechen, hält die Maschine bewusst auch langweilige Unternehmen im Portfolio. Firmen mit stabilem Cashflow, geringer Verschuldung und niedriger Volatilität. Die KI denkt nicht in Schlagzeilen. Sie denkt in Wahrscheinlichkeiten. Genau das macht ihren Ansatz gleichzeitig beeindruckend und irgendwie beängstigend. Das menschliche Portfolio startet stark, aber schnell zeigen sich bekannte Muster. Einige Entscheidungen basieren mehr auf Hoffnung als auf Strategie. Eine Aktie wird gekauft, weil alle darüber reden. Eine andere wird verkauft, weil der Kurs 2 Tage hintereinander fällt. Das Problem ist nicht mangelnde Intelligenz. Das Problem ist Emotion. Menschen reagieren auf Marktbewegungen fast körperlich. Grün fühlt sich wie Erfolg an. Rot fühlt sich wie Gefahr an. Genau deshalb kaufen viele Anleger teuer und verkaufen billig, obwohl sie eigentlich wissen, dass es falsch ist. Die ersten 7 Tage sieht der Mensch sogar besser aus. Riskantere Tech-Aktien schießen kurzfristig nach oben. Das Portfolio wirkt aggressiver und spannender. Aber 7 Tage sind kein Investitionshorizont. Es ist nur Marktgeräusch. Dann kommt Volatilität. Schlechte Wirtschaftsdaten treffen den Markt. Mehrere große Tech-Unternehmen verlieren plötzlich zweistellig. Genau jetzt zeigt sich der Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Die KI reagiert nüchtern. Positionen werden angepasst, Risiken reduziert, aber ohne Panik. Der Mensch hingegen beginnt hektisch zu handeln. Gewinne werden zu früh gesichert. Verluste werden emotional interpretiert. Manche Entscheidungen passieren nicht aus Strategie, sondern aus Stress. Das ist der Punkt, an dem viele Privatanleger Geld verlieren. Nicht wegen schlechter Aktien, sondern wegen schlechter Reaktionen. Eine Maschine erlebt keinen Herzschlag beim Blick aufs Depot. Sie schläft nicht schlechter wegen eines roten Tages. Genau das ist ihr größter Vorteil: emotionale Stabilität. Menschen unterschätzen oft, wie sehr Gefühle ihre Finanzentscheidungen beeinflussen. Angst macht vorsichtig. Euphorie macht leichtsinnig. Die KI kennt beides nicht. Sie führt nur Wahrscheinlichkeiten aus. Trotzdem ist die KI nicht perfekt. Sie versteht keine menschliche Stimmung wie ein echter Investor. Sie erkennt zwar Datenmuster, aber keine kulturellen Bewegungen oder irrationalen Hypes in Echtzeit. Menschen können manchmal Chancen sehen, bevor Zahlen sie bestätigen. Genau deshalb schlagen manche Investoren den Markt über Jahre hinweg. Nicht, weil sie schneller rechnen, sondern weil sie menschliches Verhalten besser verstehen. Die KI ist logisch. Märkte sind es nicht immer. Nach 30 Tagen wird abgerechnet. Überraschenderweise gewinnt die KI knapp. Kein gigantischer Unterschied. Kein Science-Fiction-Moment, in dem Maschinen Menschen komplett zerstören. Aber die KI erzielt stabilere Renditen mit deutlich geringerem Risiko. Das menschliche Portfolio hatte höhere Spitzen, aber auch stärkere Rückschläge. Die Maschine dagegen bewegte sich kontrollierter durch den Monat. Weniger spektakulär, aber effizienter. Und genau das macht das Ergebnis so interessant. Die KI gewinnt nicht durch Magie. Sie gewinnt durch Disziplin. Der spannendste Teil dieses Experiments ist eigentlich nicht die Rendite. Es ist die Erkenntnis darüber, wie irrational Menschen unter Druck werden. Die meisten Verluste entstehen nicht wegen fehlender Information. Informationen gab es genug, sie entstehen durch Verhalten, durch Panikverkäufe, durch FOMO, durch die Angst, etwas zu verpassen. Genau deshalb performen viele Anleger schlechter als der Markt selbst. Die KI zeigt etwas sehr Unangenehmes. Viele Investoren würden bereits besser performen, wenn sie einfach weniger emotional handeln würden. Dieses Experiment bedeutet nicht, dass menschliche Investoren überflüssig werden. Märkte bestehen aus Menschen. Angst, Gier, Hoffnung und Panik bewegen Preise weiterhin stärker, als viele Algorithmen vorhersagen können.
Die besten Investoren der Zukunft werden wahrscheinlich nicht gegen KI arbeiten, sondern mit ihr. Menschen bringen Kreativität, Intuition und Kontext. Maschinen bringen Geschwindigkeit, Datenanalyse und emotionale Stabilität. Die Kombination könnte mächtiger sein als beide allein. Vielleicht ist die Zukunft des Investierens keine Schlacht zwischen Mensch und KI. Vielleicht ist es eher ein Spiegel. Die Maschine zeigt uns, wie irrational wir oft handeln, wie schnell Angst unsere Strategie zerstört, wie leicht Euphorie unser Risiko erhöht. Und genau deshalb ist dieses Experiment so faszinierend. Nicht, weil die KI gewonnen hat, sondern weil sie gewonnen hat, indem sie das eine ausschaltet, woran Menschen an der Börse seit Jahrhunderten scheitern: Emotionen. Wenn dich dieses Experiment zum Nachdenken gebracht hat, lass ein Like da. Der Algorithmus belohnt Reflexion. Abonniere den Kanal für mehr Einblicke, wie KI die Finanzwelt verändert. Und schreib mir in die Kommentare, würdest du einer KI dein Geld anvertrauen oder vertraust du noch deinem Bauchgefühl? Ich bin Christian Rau von Capital Mind AI. Bis zum nächsten Video.